Ja, dann sage ich schon mal herzlich willkommen zu unserem vierten Study Stream Nummer 4 zum Thema Fachwechsel. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Study Stream am heutigen Nachmittag. Und wir sind wieder aus der zentralen Studienberatung. Wir sind zu dritt, wie die letzten 3 Streams auch schon. Mit mir dabei sind meine Kollegin Magdalena Fock aus der zentralen Studienberatung, meine Kollegin Vera Jü aus der zentralen Studienberatung. Und wir werden heute mit Ihnen zum Thema Fachwechsel sprechen. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen. Ich habe, glaube ich, irgendein technisches Problem. Ja, wir haben ein technisches Problem, liebe Leute. Was können wir tun, Christoph? Was ist los? Ich versuche mal herauszufinden, was das Problem ist. Es funktioniert nicht. Okay. Okay. Ich beende mal die Übertragung. Das kann ich auch nicht, glaube ich tatsächlich. Bei mir steht aber live und es läuft. Ja, aber es sind auch 0 Zuschauer, ne? Stimmt. Zwischendurch waren es mal 15. Tja, gute Frage. Jetzt bin ich gerade tatsächlich auch lost. Ich mache mal, was ich jetzt mal, ich mache jetzt mal sozusagen, ich refreshe das jetzt mal. Ja. So, damit sind wir immer noch live und Christoph ist kurz im Backend und versucht, die technischen Probleme zu lösen. Ja, an alle Zuschauenden, wir haben gerade ein kleines technisches Problem, das wir aktuell versuchen zu lösen. Bleiben Sie einfach kurz an der Strippe. Wir hoffen, dass wir gleich mit unserem Study Stream Nummer 4 beginnen können. So, Entschuldigung, ich habe tatsächlich gerade die Information bekommen, dass es offensichtlich funktioniert. Dann geht es jetzt tatsächlich los. Dann fangen wir an. Entschuldigung. Wir haben tatsächlich heute viel vor mit Ihnen. Wir werden unseren Study Stream in 3 Teile aufteilen. Wir werden uns erst mit kleinen Vorüberlegungen auseinandersetzen, die man beim Fachwechsel anstellen sollen. Dann gehen wir ganz konkret auf den Fachwechsel ein. Und am Ende werden wir uns nochmal damit auseinandersetzen, was eigentlich nach so einem Fachwechsel passiert. Und für die Veranstaltung haben wir 2 Gäste uns eingeladen, die ich ganz kurz mal vorstellen würde. Und die füge ich jetzt mal unserem Stream hinzu. Das ist nämlich einmal die Edda Korinth. Edda Korinth arbeitet in der Geschäftsstelle Studium und Lehre der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät und arbeitet dort den Prüfungsausschüssen zu, also eine sehr wichtige Person im Zuge des Fachwechsels. Und wir haben uns dazu geholt Dr. Marlies Reschke, Studienberaterin bei uns in der zentralen Studienberatung, die sich schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit dem Thema des Fachwechsels auseinandersetzt und unter anderem auch eine Fachwechselveranstaltung macht. Genau. Und jetzt habe ich unsere Gäste vorgestellt. Sie wissen tatsächlich, wie es heute ablaufen wird. Und ich würde dann jetzt tatsächlich einfach mal in den ersten Block in die Vorüberlegungen reinspringen. Dazu würde ich erstmal die Magdalena, die sich heute um den Chat kümmert. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, allgemeine Fragen, können Sie die gerne in den Chat schreiben. Wir versuchen die dann gegebenenfalls im Stream zu beantworten. Und genau, und Edda Korinth würde ich auch erstmal sozusagen wieder ins Backend packen. Du kommst dann tatsächlich für den zweiten Part dazu. Liebe Marlies, dann steigen wir tatsächlich gleich in den Stream ein, in die ersten Fragen, in die Vorüberlegungen. Und wenn ich daran denke, an den Fachwechsel, wann sollte ich denn über so einen Fachwechsel nachdenken? Also welche Fragen sollte ich mir vielleicht vorher tatsächlich stellen, bevor ich anfange, so einen Fachwechsel überhaupt anzugehen? Könntest du da was zu sagen?
Ja, natürlich, gerne. Ja, wann sollte man über einen Fachwechsel nachdenken? Einfach, wenn man sich unwohl fühlt im eigenen Studium, im eigenen Studienfach. Und das könnte sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise äußern. Beispielsweise könnte es sein, dass Sie das Gefühl haben, die Motivation sinkt ab. Man hat einfach nicht mehr so viel Freude am Studium. Man hat keine Begeisterung mehr fürs eigene Studienfach. Man kann sich im Prinzip in einem bestimmten Studienfach schlecht aufraffen, jeden Morgen sich ranzumachen und dort weiter im Wissenserwerb voranzukommen. Außerdem kann auch ein Symptom sein, die Leistung lassen auf einmal nach. Man bringt nicht den Erfolg, den man sich eigentlich gedacht hatte im Studium. Das sind aber alles nur Symptome. Also diese Symptome, die können auch ganz andere Ursachen haben. Aber aus solchen Symptomen kann durchaus die Idee entstehen, das Fach zu wechseln. In dem Fall würden wir immer raten, Beratung aufzusuchen. Das heißt, sich Personen zu suchen, mit denen Sie sich über Ihre Gedanken unterhalten können, über ihre Wechselideen unterhalten können. Dann können wir in der zentralen Studienberatung, wenn Sie uns zum Beispiel aussuchen, wir können dann nach den Ursachen forschen, mit Ihnen gemeinsam uns unterhalten und schauen, woran könnte die Sache liegen, dass Sie sich unwohl fühlen. Und wenn sich dann im Gespräch wirklich rausstellt, ja, hier ist ein Fachwechsel angesagt, dann unterstützen wir Sie natürlich auch auf dem Weg des Fachwechsels. Dann die Prozesse bringen wir dann mit Ihnen gemeinsam, wenn Sie möchten, auf den Weg. Nicht immer ist aber dann Fachwechsel auch wirklich die Lösung. Manchmal kann das durchaus sein, dass man wenn man die Ursachen gefunden hat, dass man dann die Ursachen bekämpft und möglicherweise auch im eigenen Fach bleiben kann. Auch das habe ich alles schon erlebt. Also insofern Beratung aufsuchen auf jeden Fall. Und Marlies, wenn ich jetzt an so einen Fachwechsel denke und ich mich dann beraten lassen habe, das kann ich ja sozusagen zu unterschiedlichen Zeitpunkten machen im Prinzip. Kann ich denn so ein Fach immer wechseln oder müssen da bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein? Also ich denke dann tatsächlich an sowas wie, es gibt ja auch bestimmte Fächer, die eine Eignungsprüfung erfordern, oder wenn ich zum Beispiel BAföG beziehe, ist das dann irgendwie so einfach? Kann ich das dann immer machen oder muss ich da an irgendwelche bestimmten Dinge denken? Ja, na klar. Die Frage steht dann natürlich im Raum, wenn man festgestellt hat, okay, ich möchte jetzt gerne auf ein Fach wechseln, ist das überhaupt machbar? Ja? Und die Frage der Machbarkeit, die mündet dann natürlich in der Frage, welche Voraussetzungen muss ich denn erfüllen, um dieses Studienfach dann zu erreichen. Und da kann man sich eine kleine Checkliste zurechtlegen, die kann man sich bei uns einholen in der zentralen Studienberatung. Ich kann sie mal kurz nennen. Also eine wichtige Frage hat mein Zielstudienfach, auf das ich wechseln möchte, einen Numerus Clausus? Also wenn ich mich bewerben muss aufgrund des NC, des neuen Faches, dann kann es natürlich sein, dass ich abgelehnt werde. Und dann muss ich schauen, welche Chancen habe ich da vielleicht, kann ich drüber reden mit der Studienberatung. Hat das Fach eine Eignungsprüfung? Christoph, du sagtest das schon, ne? Auch eine sehr wichtige Frage, wenn ich gern Sport studieren möchte, aber an einer Disziplin in der Eignungsprüfung in Sport auf jeden Fall scheitern werde. Ja gut, dann ist Sport vielleicht keine weitere Option, aber ich sollte das mit der Eignungsprüfung dann wenigstens versuchen. Aber ich muss wissen, dass es eine gibt, eine Eignungsprüfung, das ist wichtig. Ja, und dann ist auch natürlich ganz wichtig die Frage nach der Hochschulzugangsberechtigung. Viele von Ihnen, die hier zuschauen, werden sich vielleicht sagen, na was denn, ich habe doch ein Abi, ist alles gut, aber es gibt ja auch Einsteigende ins Studium, die aufgrund einer beruflichen Qualifikation das erste Studium angefangen haben, dann wechseln wollen und dann feststellen müssen, ey verdammt, meine Hochschulzugangsberechtigung war ja bezogen auf das alte Studienfach. Gilt die wirklich jetzt für das neue auch? Das ist also eine wichtige Sache. Wir hatten jetzt gesagt, Numerus Clausus, Eignungsprüfung, Hochschulzugangsberechtigung, aber auch die finanzielle Absicherung für das weitere Studium ist wichtig. Ob sie sicher ist, das muss man erfragen, das wäre schön. Wichtig ist hier die Zeit des Wechsels. Wann wird der Wechsel vollzogen? Beim BAföG zum Beispiel muss man wissen, dass man wenn man erst nach der Vollendung des 3. Fachsemesters wechselt, Schwierigkeiten haben könnte, weiter gefördert zu werden. Das muss man besprechen und klären. Auch wenn man ein Stipendium bekommt, ist die Frage, ob die fördernde Stiftung einem auch das Geld, die Förderung, die ideelle oder auch finanzielle Förderung auch weitergibt, wenn man den Studiengang gewechselt hat. Das machen viele Stiftungen, aber man muss es einfach klären und sicher haben. Ja, das wären für mich so die wichtigsten Voraussetzungen, die man klären sollte, wenn man wechseln möchte.
Danke dir, Marlies. Ich würde jetzt ganz kurz mal an Vera übergeben. Vera, ich bin mal ganz kurz raus. Ich versuche mal was zu machen. Könnte ich an dich kurz ganz die nächsten Fragen übergeben? Danke dir. Gar kein Problem. Ich hatte ja sowieso vor, die nächste zu stellen. Liebe Marlies, bei den Vorüberlegungen haben wir uns immer wieder gefragt, Fachwechsel im Bachelor und Fachwechsel im Master. Gibt es da eigentlich ganz allgemein gesprochen große Unterschiede oder gibt es auch ähnliche Schritte? Ja, es gibt ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten, fast nur Gemeinsamkeiten, aber der Teufel liegt im Detail. Aufpassen muss man natürlich. Prinzipiell muss man einen wichtigen allerersten Schritt auch beim Wechsel innerhalb eines Masterstudiengangs gehen, genauso wie bei einem Wechsel also von einem Bachelor zu einem nächsten Bachelor. Das ist der allererste wichtigste Schritt, ist immer die Frage, will ich in einen für mich ganz neuen Studiengang wechseln oder ist der Studiengang, auf den ich wechseln möchte, ein ähnlicher Studiengang, also der irgendwie sich inhaltlich mit dem bisherigen Studium überschneidet. Das ist die wichtige Frage, also neuer Studiengang, völlig neu oder ähnlicher Studiengang. Im zweiten Fall, wenn es sich um einen ähnlichen Studiengang handelt, muss ich dann nämlich Anerkennung und Einstufung beantragen. Das heißt, ich muss 2 Anträge beim Prüfungsausschuss meines Zielstudienganges stellen und dabei wird dann geklärt, ob Dinge anerkannt werden können aus dem bisherigen Studium oder ob vielleicht sogar eine Einstufung in ein höheres Fachsemester in dem neuen Studiengang möglich ist. Die zweite Frage, die man sich insbesondere beim Bachelor dann stellen muss, ist, hat mein Zielstudiengang einen NC, auch in dem eingestuften gegebenenfalls Fachsemester, oder hat er keinen NC? Und dann geht man die nächsten Schritte. Im Masterstudium ist es in dem Moment nicht ganz so wichtig, diese Frage nach dem NC zu stellen, weil man sich im Masterstudiengang dann immer bewerben muss. Im Bachelorstudiengang kommt die Bewerbung im neuen Studiengang nur auf mich zu, wenn ein NC besteht, also der Studiengang zulassungsbeschränkt ist, der neue. Im Master ist es vollkommen egal. Ich rede hier natürlich von den nicht lernensbezogenen Masterstudiengängen. Ne? Denn da muss ja immer auch für den neuen Masterstudiengang, auch wenn er zulassungsfrei ist, geklärt werden, ob die Zugangsvoraussetzungen für den neuen Master überhaupt erfüllt sind. Diese fachspezifischen Zugangsvoraussetzungen sind ja erfahrungsgemäß in den Mastern sehr unterschiedlich. Ja, das dazu erstmal. Ich glaube, den Rest klären wir dann später. Genau, perfekt. Du hast es schon angesprochen, Wechsel in ein ähnliches Fach, Wechsel in ein nicht ähnliches Fach, da kommen wir später dann noch zu. Was muss ich denn ungefähr für eine Zeit einplanen, wenn ich ein Fach wechseln will? Und bei dieser Planung, was für Fristen muss ich eventuell berücksichtigen? Hast du so ein paar ultimative Tipps für unsere ZuschauerInnen? Ja, weil ja bei einem Wechsel des Studienganges natürlich oft eine Bewerbung im Spiel ist, manchmal auch nicht, aber auch wenn keine Bewerbung im Spiel ist, muss man Fristen einhalten, muss ich diese Fristen natürlich im Blick haben. Wenn ich auf einen ähnlichen Studiengang wechsle, muss ich auch die Zeit für Anerkennung und Einstufung beim Prüfungsausschuss noch einplanen. Das heißt, wenn ich auf einen Studiengang mit NC, beispielsweise im Bachelor, wechseln möchte, weiß ich, dieser Bachelor oder die Bewerbungsfrist für diesen Bachelor endet am 15. Juli. Die Frist, die ich benötige oder die Zeit, die ich benötige für Anerkennung und Einstufung, beträgt ungefähr 6 Wochen. Das heißt, wenn ich auf einen Bachelor mit NC wechseln möchte, sollte ich bei einem Wechsel zum Wintersemester Ende Mai spätestens die Anträge beim Prüfungsausschuss gestellt haben, um rechtzeitig vor Bewerbungsschluss, 15. Juli, die Einstufung rechtzeitig zurückzuhaben, damit ich mich ordentlich bewerben kann. Wenn ich mich für einen Bachelor ohne NC bewerben möchte oder wenn ich mich für einen Bachelor auf einen Bachelor ohne NC wechseln möchte, die Bewerbung entfällt ja in dem Moment zwar, sollte ich aber trotzdem möglichst zeitig den Antrag auf Wechsel des Studiengangs stellen. Also empfehlen wir auch hier bis Ende Mai Anerkennung und Einstufung beim Prüfungsausschuss zu beantragen und dann, sobald man die Einstufung vom Prüfungsausschuss zurückbekommen hat, den entsprechenden Wechsel auf das zulassungsfreie Studium zu beantragen. Super. Das sind so Punkte. Perfekt, danke dir, Marlies. Damit ist der Teil 1, die Vorüberlegung zum Fachwechsel, auch schon abgeschlossen und ich übergebe an Christoph. Ja, wunderbar, ihr beiden. Vielen Dank, Vera. Vielen Dank, Marlies. Wir kommen jetzt tatsächlich zu dem Herzstück unseres heutigen Study Streams, wo es um den konkreten Fachwechsel geht. Und dazu würde ich
die Edda Korinth wieder dazu holen, Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle Studium und Lehre der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät unserer Universität. Und Marlies und Edda, mit euch würden wir jetzt gerne so ein bisschen ganz grundsätzlich das Verfahren des Fachwechsels durchgehen. Und die erste Frage, Marlies, die habe ich an dich. Weil es gibt ja so, sage ich jetzt mal, 2 ganz grobe Verfahren beim Fachwechsel, die man grundsätzlich unterscheiden könnte. Könntest du uns mal ganz kurz beschreiben, diese 2 unterschiedlichen Szenarien? Ja, Szenarien, das sind ja erstmal so die grob gesehen die beiden großen Unterschiede beim Fachwechsel, die man betrachten muss. Und ein bisschen angedeutet hatte ich das vorhin schon. Ein erstes Szenario ist das, dass ich auf einen ganz neuen Studiengang wechseln will. Das heißt, ich werde ins erste Fachsemester dieses Studiengangs wechseln müssen. Das ist die eine Seite. Ich brauche mich da nicht um irgendwelche Dinge zu kümmern, die dafür sorgen, dass Leistungen aus dem alten Studium anerkannt werden. Es ist ein ganz anderes Studium, was ich da bisher studiert habe. Und das Neue ist eben ein ganz neues Leben. Das ist das eine, die eine Sache, die man feststellen kann, die auftreten kann. Und das andere Szenario ist das, dass ich auf einen ähnlichen Studiengang wechseln will. Und da muss ich also wissen, okay, bevor ich überhaupt irgendwelche Wechselaktivitäten starten kann, bevor ich überhaupt weiß, muss ich mich bewerben oder nicht, muss ich beim Prüfungsausschuss des Zielstudienganges mich um die Anerkennung und Einstufung meiner bisherigen, möglicherweise schon erbrachten Leistungen kümmern. Das heißt, wenn es inhaltliche Überschneidungen gibt zwischen dem alten Studiengang und dem neuen Studiengang, egal wie viele Dinge ich da bisher schon von studiert habe oder nicht, muss ich beim Prüfungsausschuss des neuen Zielstudienganges diese Anträge auf Anerkennung und Einstufung stellen. Das sind diese 2 Szenarien, die wir haben. Also entweder gleicher oder ähnlicher Studiengang. Das teilt sich dann später noch wieder auf in nicht mit NC und ohne NC, aber das lassen wir erstmal jetzt hier so stehen. Marlies, dann würde ich tatsächlich ganz in der nächsten Frage gleich dazu kommen, ob du vielleicht tatsächlich uns mal ganz grundsätzlich das Verfahren kurz skizzieren könntest, wenn der Wechsel in ein komplett anderes Fach organisiert werden soll. Könntest du dazu vielleicht einfach die nächsten 2-3 Minuten dieses Verfahren ganz kurz erläutern? Gut, dröseln wir das jetzt also im Detail auf. Wenn ich auf ein ganz neues Zielfach wechseln möchte, dann muss ich ins erste Fachsemester. Das ist klar, ich muss neu anfangen mit dem Studiengang, also muss mich da irgendwie ins erste Fachsemester immatrikulieren. Das kann ich bei NC-Studiengängen nur nach entsprechender Bewerbung. Das heißt, wenn ich feststelle, das erste Fachsemester meines neuen Zielstudienganges hat einen Numerus Clausus, das kann ich im aktuellen Studienangebot nachlesen, dann muss ich mich für diesen Studiengang bewerben. Im Bachelor ist meist Bewerbungsschluss am 15. Juli, im Master muss man dann schauen. Das heißt, ich bewerbe mich und wenn ich dann zugelassen werde, im günstigsten Fall, dann kann ich in meinem Zulassungsbescheid nachlesen, was zu tun ist, um dann den Wechsel wirklich zu vollziehen. Dazu will ich jetzt nichts sagen. Das kriegen Sie wirklich schriftlich im Zulassungsbescheid vom Studierendensekretariat mitgeteilt. Externe, die von außen kommen, also zu uns wechseln wollen, vielleicht früher an einer anderen Hochschule was ganz anderes studiert haben, bei uns einen Studiengang im ersten Fachsemester jetzt neu studieren wollen, die bewerben sich in diesem Fall, im NC-Fall, auch bis 15. Juli und warten dann ab, ob sie einen Platz bekommen haben und stellen dann natürlich keinen Antrag, oder die brauchen dann im Zulassungsbescheid nur zu lesen, was weiter für die Immatrikulation zu tun ist. Und das tun genau die Studierenden, die schon an unserer Uni immatrikuliert sind, auch. Das heißt, erst die Bewerbung, Zulassung abwarten und genau lesen, was dort steht. Wenn man sich jetzt für einen Studiengang interessiert, der gar keinen NC hat, das ist erstmal eine gute Mitteilung, dann weiß man, die NC-Hürde ist genommen. Das heißt, es gibt keinen NC, den man da nehmen muss. Man kann, wenn man intern wechseln will, einfach einen Antrag auf Wechsel des Studiengangs stellen. Wir sagen da kurz Wechselantrag zu, im Bachelor. Externe müssen hier einfach die Immatrikulation beantragen, online, über das Studienplatzportal. Aber Interne stellen einfach nur einen Antrag auf Wechsel des Studiengangs. Die Frist für den Antrag auf Wechsel des Studiengangs endet zwar erst am 15.09. zum Beispiel im Wintersemester, aber unser Studierendensekretariat möchte, dass sie das natürlich so früh wie möglich machen. Wir haben ja gesagt vorhin schon, dass man
Anerkennung und Einstufung auch rechtzeitig beantragen muss und so. Aber in diesem Fall ist ja, weil Sie aufs erste Fachsemester wechseln wollen, keine Anerkennung und Einstufung notwendig. Das heißt, Sie stellen einfach den Wechselantrag so früh wie möglich und hoffen, dann den Wechsel gestattet zu bekommen. Der Antrag auf Wechsel wird ganz amtlich beschieden. Das heißt, Sie bekommen dann eine Rückmeldung vom Studierendensekretariat nach Hause. Ja, das wäre im Prinzip der einfache Fall, wenn man einfach auf ein erstes Fachsemester wechseln möchte. Und Marlies, jetzt kommt natürlich tatsächlich, ich wechsle hier gleich den Banner, Wechsel in ein ähnliches Fach. Das ist natürlich auch ein Szenario, was relativ häufig vorkommt, wenn ich mich für ein Fach entscheide, was meinem jetzigen Fach, was ich studiere, ähnlich ist. Wie gehe ich denn da ganz grundsätzlich vor? Du hast ja schon einiges anklingen lassen. Könntest du dazu ganz grundsätzlich bitte was sagen? Ja, ob jetzt ein Fach wirklich ähnlich ist oder nicht, kann man natürlich als Studierender nur erahnen. Das heißt, man kann die Studienordnungen vergleichen vom alten Studiengang, vom neuen Studiengang, schauen, welche Module kommen auch im neuen Studiengang vor, vielleicht in gleicher oder in ähnlicher Form. Man kann sich ja auch an den zukünftigen Studienfachberater von dem neuen Studiengang wenden oder die Beraterin und dort erfragen, welche Module kommen denn auch im neuen Studium vor. Und wenn man dann festgestellt hat, ja, es gibt etliche oder auch ein paar Module, die sich überschneiden, dann muss man beim Prüfungsausschuss des entsprechenden Zielstudienganges die Anträge auf Anerkennung und Einstufung stellen. Es sind 2 Anträge, einen Antrag auf Anerkennung von bereits erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen und einen Antrag auf Einstufung in ein Fachsemester. Der Prüfungsausschuss entscheidet dann zunächst über die Einstufung in das betreffende Fachsemester. Das heißt, es ist nicht Ihre Entscheidung, für welches Fachsemester oder in welches Fachsemester des neuen Studienganges Sie dann hineinwechseln können, sondern darüber entscheidet einzig und allein der Prüfungsausschuss. Jo. Wunderbar. Herzlichen Dank für diese erste Übersicht. Vera, für die nächste Frage würde ich an dich übergeben. Gut, Marlies, vielen Dank für diese erste Übersicht. Jetzt wollen wir noch mal so ein bisschen tiefer eintauchen. Antrag auf Anerkennung, Antrag auf Einstufung. Was ist das eigentlich alles? Was muss ich dafür tun? Wir haben ja auch Edda hier. Da haben wir auch gleich ein paar Fragen. Ich starte aber mal mit Marlies. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so Schritt für Schritt sagen, Antrag auf Einstufung, Antrag auf Anerkennung. Wann muss ich was machen? Beides zusammen, getrennt? Wie wichtig sind beide Anträge? Ja, die Anträge gehören eigentlich für mich, also für uns in der Studienberatung, gehören die beiden Anträge immer eng zusammen. Der Antrag auf Anerkennung und Antrag auf Einstufung, denn ich denke einfach, wenn man festgestellt hat, wie viele Leistungen ungefähr anerkannt werden können für den zukünftigen Studiengang, kann man auch einschätzen, in welches Fachsemester hier eine Einstufung möglich ist. Darum gehören die beiden Anträge auf Anerkennung und Einstufung für mich immer eng zusammen. Man findet diese Anträge auf Anerkennung und Einstufung übrigens auf der Website der Universität Potsdam unter dem Suchlink oder unter dem Suchwort Anerkennung von Leistungen. Danach können Sie suchen auf der Internetseite Anerkennung von Leistungen und finden dort eine sehr schöne Seite, wo im Prinzip der ganze Prozess zur Anerkennung und Einstufung erläutert ist. Dort sind auch Sonderfälle aufgelistet, also dass in bestimmten Fällen vielleicht doch ein anderer Antrag ein bisschen in eigener Form gestellt werden muss als in anderen Fächern. Also unbedingt diese Seite aufsuchen. Anerkennung von Leistungen ist das große Stichwort. Beide Anträge, die Sie auf der Seite zur Anerkennung von Leistungen finden, also den Antrag auf Anerkennung, es ist nicht nur einer, da gibt es ganz unterschiedliche Anträge für jedes einzelne Fach, fast Tausende an der Uni Potsdam. Und dort, wo Sie auch den Antrag auf Einstufung verlinkt finden, das ist nur ein einziges einheitliches Formular für alle Fächer. Wenn Sie diese Anträge gefunden haben, dann drucken Sie die Anträge aus, füllen sie aus, die kann man auch elektronisch ausfüllen, wenn man möchte, ausdrucken, unterschreiben Sie die Anträge und reichen Sie zusammen mit Ihrer Leistungspunkteübersicht beim Prüfungsausschuss des Zielstudienganges ein. Beim Herunterladen des Antrages auf Anerkennung ist es ganz wichtig, dass Sie den Anerkennungsantrag herunterladen, der sich auf Ihr neues Zielstudium bezieht.
Also es darf nicht das Alte sein, das ist immer eine viel gestellte Frage, die uns erreicht. Welchen Antrag nehme ich denn, das alte oder das neue Studium? Immer das Neue bitte. Ja, denn Sie wollen ja die Leistungen, die Sie einreichen, Ihre alte Leistungspunktübersicht aus dem alten Studium, diese Leistung wollen Sie anerkennen lassen für das neue Studium. Diese Anträge, ausgedruckt mit Ihrer Unterschrift, zusammen mit der ausgedruckten Leistungspunkteübersicht, schicken Sie bitte mit der klassischen Post an den entsprechenden Prüfungsausschuss oder die Stelle, die dort im Internet bei Ihrem Studiengang vermerkt ist. Das ist der erste Schritt. Bis dahin erstmal soweit die Erläuterung. Super, danke. Dann mache ich gleich mal weiter und eine Frage an Edda. Wir haben jetzt gehört, die Anträge sind ausgefüllt, sind abgeschickt, landen jetzt bei den Prüfungsausschüssen. Und wie geht es dann weiter? Was sind dann die nächsten Schritte? Was machen dann eigentlich die Prüfungsausschüsse? Ja, also die Prüfungsausschüsse schauen sich alle Unterlagen an, die auch mit diesen Anträgen zusammengeschickt wurden. Also weil dieser Antrag auf Anerkennung, der ist nicht nur dieses Blatt Papier, was ich ausgefüllt und ausgedruckt habe. Dazu müssen zum Beispiel auch sämtliche Modulbeschreibungen eingereicht werden und ja, Leistungsnachweise, ne, damit gesehen werden kann, was hat der Student alles schon an Leistungen erbracht. Und der Prüfungsausschuss schaut sich die Modulbeschreibung ganz genau an, vergleicht die Kompetenzen, die methodischen und auch die fachlichen und vergleicht die erworbenen Kompetenzen, also von diesen alten Modulen, mit unseren Modulen und guckt, was kann jetzt anerkannt werden. Also was könnte ich rein theoretisch 1:1 austauschen. Und je nachdem, wie viele Module anerkannt werden können im neuen Studiengang, der angestrebt ist, so kann dann auch eine Einstufung erfolgen. Also wirklich immer erst dieser Antrag auf Anerkennung, der muss immer mit eingereicht werden und je nachdem kann dann die Einstufung in ein erstes, zweites, drittes Fachsemester erfolgen. Vielen Dank. Wir bekommen ja immer wieder die Frage nach den Kriterien, nach denen Prüfungsausschüsse entscheiden. Und ich höre so ein bisschen raus, dass es immer so eine ganz individuelle Entscheidung ist, die man gar nicht so verallgemeinern kann. Wie lange dauert denn so ein Prozess ungefähr? Auf wie viel Zeit müssen sich die Studierenden einstellen? Auch das ist absolut unterschiedlich. Also selbst an unserer Fakultät haben wir 20 Prüfungsausschüsse und alle arbeiten komplett unterschiedlich. Bei dem einen dauert es 24 Stunden und der Antrag ist bearbeitet. Bei anderen müssen sie erst eine Sitzung einberufen, sich zusammensetzen. Da dauert es auch mal 6 Wochen. Deshalb ist diese Frist von 6 Wochen nicht zu vernachlässigen. Man muss diese Zeit den Prüfungsausschüssen einräumen. Super, vielen Dank. Dann mache ich gleich weiter mit der nächsten Frage. Wenn ich das Ergebnis dann, wenn das Ergebnis vorliegt, wie bekomme ich denn dann das Ergebnis? Schickt ihr mir das oder hole ich das ab? Wie kommuniziert ihr im Anschluss mit den Studierenden? Wichtig ist, dass sie das im Endeffekt als Papier wieder in der Hand haben. Momentan verschicken wir an unserer Fakultät das meistens per Post. Die Studenten können sich das aber auch abholen und oft schicken wir ihnen auch schon mal vorab eine E-Mail mit dieser Entscheidung, aber zum Schluss müssen sie es wirklich in der Hand haben. Super, vielen Dank. Und dann, Marlies, habe ich gleich eine nächste Frage an dich. Was mache ich denn dann, wenn ich den bearbeiteten Antrag in der Hand halte vom Prüfungsausschuss? Was wären dann die nächsten Schritte für mich? Ja, also im günstigsten Fall erhält man von dem Prüfungsausschuss oder von dem Büro von Frau Korinth dann beide Anträge schon zurück. Das heißt, man hält dann nach 6 Wochen den ausgefüllten Einstufungsantrag mit dem Vermerk über die Einstufung zurück und auch den ausgefüllten Anerkennungsantrag, in dem bereits alle bis dahin vorgelegenen anzuerkennenden Leistungen eingetragen sind, zurück. Das ist oft nicht der Fall. Das mag in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät gut klappen, aber häufig ist es so, dass viele Prüfungsausschüsse sich die Zeit die aufwendige Zeit für die Bearbeitung des Anerkennungsantrages erst später nehmen und dem Studierenden erstmal einfach nur den Bescheid über die Einstufung zurückschicken.
Denn diesen Einstufungsbescheid, der ist exorbitant wichtig für den nächsten Schritt. Das heißt, man braucht die Einstufung, um zu wissen, wofür kann ich mich jetzt bewerben oder immatrikulieren. Das heißt, für welches Fachsemester. Wenn der Studiengang, auf den ich wechseln will, einen NC hat, dann muss ich mich bewerben. Und in der Bewerbung muss ich angeben, für welches Fachsemester ich mich bewerben muss. Und eine Bewerbung ist eben im höheren Fachsemester in vielen Fällen nicht nötig. Das heißt, ich muss unbedingt wissen, in welches Fachsemester ich eingestuft wurde. Das mit der Anerkennung, das machen wir später. Wenn der Studiengang keinen NC hat, dann muss ich einen Wechselantrag stellen. Antrag auf Wechsel des Studiengangs heißt das offiziell. Und in diesem Antrag auf Wechsel des Studiengangs muss ebenfalls das Fachsemester vermerkt werden, in das man eingestuft wurde. Ohne Einstufung kein Wechselantrag, ne? Ohne Einstufung keine Bewerbung. Das sind die beiden Merksätze, die ich hier auf jeden Fall erwähnen möchte. Das heißt, mit dieser Einstufung kann ich die nächsten Schritte auch wirklich unternehmen und vorankommen und die nächsten Schritte unternehmen. Das bedeutet, wenn ich jetzt die Immatrikulation in das neue Studium, also durch einen Wechselantrag beziehungsweise durch die Bewerbung, die ich auf den Weg gebracht habe und bei der ich dann hoffentlich einen Studienplatz auch bekommen habe, wenn ich das geschafft habe, dann sollte ich den Prüfungsausschuss spätestens, sofern er nicht das schon ordentlich getan hat, dass er dann spätestens den Anerkennungsantrag mir bearbeitet zurückgibt. Das heißt, wenn bis dahin noch kein bearbeiteter Anerkennungsantrag zurückgekommen ist, den man zu Beginn gestellt hatte, sollte man spätestens in dem Moment, wo der Wechsel sozusagen in trockenen Tüchern ist, also der Wechselantrag gestellt ist oder die Zulassung erfolgt ist fürs neue Studium, sollte man dann spätestens noch den Prüfungsausschuss noch mal daran erinnern, dass man auch den Anerkennungsantrag bearbeitet bekommt. Sobald man dann den Anerkennungsantrag vom Prüfungsausschuss zurückbekommen hat, mit Unterschrift und Stempel und entsprechend eingetragenen Modulen, die anerkannt werden konnten, soll man diesen Antrag umgehend, also wirklich umgehend, so schnell wie möglich, weiterreichen an das zentrale Prüfungsamt der Universität Potsdam. Weiterreichen nun nicht wieder so schnell, sondern man sollte sich dann auch noch eine eigene Kopie kurz vorher davon ziehen, damit man weiß, was man dann im zentralen Prüfungsamt abgegeben hat oder was man da weitergereicht hat. Was macht jetzt das zentrale Prüfungsamt mit meinem Antrag auf Anerkennung? Das zentrale Prüfungsamt überträgt dann die im Anerkennungsantrag anerkannten Leistungen in ihre neue Leistungspunkteübersicht, sobald die steht. Aber Sie haben ja diesen Prozess, dieses Weiterreichen des Antrages an das zentrale Prüfungsamt erst dann unternommen, wenn Ihr Wechsel sozusagen in trockenen Tüchern ist. Das heißt, eine neue Leistungspunkteübersicht wird dann alsbald erstellt unter Puls für den neuen Studiengang und in die können dann alle anerkannten Leistungen durch das Prüfungsamt eingetragen werden. Aber eben nicht ohne Anerkennungsantrag, den Sie dort eingereicht haben. Das heißt, spätestens, wenn Sie sich darüber wundern, dass Sie nun wechseln konnten und eine neue Punkteübersicht entstanden ist, aber diese leer ist, werden Sie sich spätestens dann um den Anerkennungsantrag kümmern und beim Prüfungsausschuss nochmal anklopfen und sagen, hallo, jetzt brauche ich den bitte gern zurück, damit diese neue Leistungspunkteübersicht mit den anerkannten Leistungen gefüllt werden kann durch das zentrale Prüfungsamt. Ich würde Ihnen auch raten, in dem Moment, wo Sie den Anerkennungsantrag an das zentrale Prüfungsamt abschicken, auch Ihre alte Leistungspunkteübersicht nochmal für sich auszudrucken. Denn es kann sein, dass Sie da nochmal drauf schauen wollen, wie weit Sie bis dahin in dem alten Studiengang gekommen sind. Das ist eine ganz nützliche Sache. Also nicht nur den Anerkennungsantrag, bevor Sie ihn weiterreichen, ans zentrale Prüfungsamt kopieren, sondern auch nochmal einen Ausdruck der alten Leistungspunkteübersicht vornehmen für sich, weil Sie ja in dem Moment, wo die neue Leistungspunkteübersicht erstellt wird, an die alte nicht mehr herankommen. Oder eben nur auf Anfrage im Prüfungsamt. Im Zweifelsfall fragen Sie uns in der Beratung, suchen Sie uns auf, dann können wir Ihnen das nochmal erklären. Ja, super. Das, was man da so machen müsste. Danke, Marlies. Du hast ja in deiner Antwort schon den ultimativen Tipp mit eingebaut. Vielen Dank. Edda, hast du vielleicht, weil wir jetzt zum Ende des zweiten Teils mit dir kommen, noch einen ultimativen letzten Tipp für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen? Ja, Anträge am besten von Anfang an vollständig einreichen.
damit sie schneller bearbeitet werden können. Weil nichts ist ärgerlicher, wenn der Prüfungsausschuss unvollständige Unterlagen auf dem Tisch hat und erstmal Unterlagen nochmal nachfordern muss. Das verzögert einfach nur diesen Prozess. Super, vielen Dank. Mit diesen Tipps sind doch alle gut ausgerüstet für den Fachwechsel. Vielen Dank, Edda. Wir verabschieden dich, holen dich aber nachher wieder zum Schluss mit auf die Bühne. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und wir kommen jetzt zum dritten Teil und auch zum letzten Teil für alle, die dabei waren und dabei sind. Vielen Dank, dass Sie so lange durchhalten bei diesem schönen Sonnenschein. Der letzte Teil heißt, nach dem Fachwechsel ist vor dem Studieneinstieg. Marlies, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen. Was passiert denn eigentlich, wenn ich das Fach gewechselt habe? Der Wechsel ist dann im Studierendensekretariat vollzogen. Und wie kann ich denn jetzt meine Leistungen anerkannt finden in Puls? Gibt es da irgendetwas, wie muss ich das machen? Also du hast schon erklärt die Schritte. Ich gebe sozusagen den Antrag auf Anerkennung dann beim Prüfungsamt ab. Dann wird es eingetragen. Und wie geht es weiter? Ja, da ist man natürlich sehr aufgeregt, weil es bestimmt eine Zeit gibt, wo die Leistungspunkteübersicht im neuen Studiengang immer noch leer ist, obwohl das zentrale Prüfungsamt vielleicht meinen eingereichten Anerkennungsantrag schon ein paar Tage, vielleicht auch Wochen hat. Das heißt, das zentrale Prüfungsamt braucht einfach Zeit. Da gehen zu dem Zeitpunkt, wo Sie Ihren Antrag auf Anerkennung dort einreichen, gehen hunderte Anträge ein. Und das zentrale Prüfungsamt braucht dafür schon etliche Tage. Das heißt, werden Sie nicht unruhig. Das ist das Erste, was ich Ihnen mit auf den Weg geben kann. Werden Sie nicht unruhig, kommt der Zeitpunkt, bis Ihre anerkannten Leistungen dann wirklich in der neuen Leistungspunkteübersicht erscheinen. Sie können in dem Moment, wenn dann vielleicht das Studium auch schon losgehen sollte, also das Prüfungsamt noch nicht so weit ist und die Leistung nicht eingetragen hat und das Studium aber schon losgeht oder zumindest die Belegungsfrist schon angefangen hat für die Lehrveranstaltungen im neuen Semester, dann können Sie ganz normal Ihre Belegungen im neuen Studiengang schon vornehmen. Was Sie natürlich noch nicht machen können, ist Kurse belegen, die auf den anerkannten Kursen aufbauen sollen. Wenn der Computer, das heißt unter Puls, das System noch nicht weiß, dass Leistungen anerkannt werden konnten, also die Einträge noch nicht erfolgt sind durchs Prüfungsamt, dann können Sie darauf aufbauend auch keine Leistungen buchen oder belegen, weil ja im Prinzip eine Belegung immer nur möglich ist, wenn unter Puls die vorausgesetzten Leistungen im Prinzip eingetragen sind, verbucht sind. Und wenn Sie darauf noch warten, können Sie diese Folgebelegung eben erstmal noch nicht machen. Da kann ich Sie beruhigen. Es gibt immer die Nachbelegungsfrist. Da kann man also später im Wintersemester ja bis 10. November noch Nachbelegungen vornehmen. Die Frist müssen Sie dann einfach ausnutzen und das vielleicht dann auch den Lehrkräften, bei denen Sie die Lehrveranstaltungen besuchen wollen, einfach vorab mitteilen, damit Sie schon mal auf Sie eingerichtet sind, dass da noch eine Nachbelegung erfolgt. Aber für Lehrveranstaltungen, die separat im Raum stehen, die auf nichts aufbauen, können Sie ganz normal im neuen Studiengang Ihre Belegungen vornehmen. Ob der Wechsel überhaupt vollzogen werden konnte, sehen Sie ja daran, dass die neue Punkteübersicht vorhanden ist. Sie können unter Puls auch unter meine Dokumente Ihre neue Studienbescheinigung für das aktuelle Semester, also das, auf was Sie dann gewechselt sind, finden, checken und wenn dort der neue Studiengang vermerkt ist, ist der Wechsel vollzogen. Das ist so ein Indikator anhand der Studienbescheinigung unter Puls, können Sie sehen, ob wunschgemäß der Wechsel erfolgt ist und bewältigt wurde, also technisch bewältigt wurde, erstmal durch die Verwaltungsstrecke Studierendensekretariat und Prüfungsamt. Ja, das mit den Einträgen ist ganz wichtig, also wenn da nichts ist, dann es kann nichts von alleine kommen, dann einfach nochmal checken, ob Sie auch wirklich den Anerkennungsantrag gestellt haben beim Prüfungsausschuss, ob Sie den auch zurückbekommen haben und wenn Sie ihn zurückbekommen haben, umgehend ans Prüfungsamt weiterreichen. Wichtig ist, dass Sie das auch selbst tun und nicht darauf hören, wenn der Prüfungsausschuss Ihnen vorschlägt, diesen Transfer vom Prüfungsausschuss zum Prüfungsamt selbst zu machen. Bitte gar nicht drauf eingehen, sagen, nein, ich möchte den haben und ich bringe den selbst zum zentralen Prüfungsamt, denn die Verantwortung für diese Anträge liegt nur bei Ihnen. Denn bei dem automatischen Transfer vom vom Prüfungsausschuss zum Prüfungsamt etwas nicht klappt, stehen Sie dafür gerade. Also machen Sie es lieber von Anfang an allein. Das ist unser heißer Tipp dabei.
Danke, Marlies, dass du noch einen ultimativen Tipp rausgerückt hast. Und damit gebe ich jetzt ab an Christoph. Eigentlich zur Frage, wann ist der Fachwechsel abgeschlossen? Aber das hat Marlies ja schon fast beantwortet. Und ich habe gesehen, wir haben aber auch noch eine Frage im Chat. Christoph. Marlies, danke dir, Vera. Ich habe tatsächlich noch 2 Fragen für dich. Ich stelle mir jetzt gerade vor, du hast das gerade ganz schön erläutert, der Fachwechsel ist abgeschlossen, die Leistungen sind eingetragen, ich kann Lehrveranstaltungen beginnen, aber es ist ja ein neuer Studiengang, den ich ja vielleicht gar nicht so kenne. Ich habe für diesen neuen Studiengang ja zu Beginn meines Studiums auch gar keine Einführungsveranstaltung belegt. Ich kenne die KommilitonInnen nicht, ja. Wie mache ich das eigentlich? Wie steige ich in so ein neues Fach ein? Wer zeigt mir das? Wer sagt mir das, was ich zu tun habe? Also wer holt mich da ab? Wie gehe ich da am besten vor? Wie steige ich in so einen neuen Studiengang ein? Ja, allgemein kennen Sie sich wahrscheinlich an der Uni aus, wenn Sie interne Wechslerin oder Wechsler sind, aber in dem neuen Studiengang ja noch nicht. Sie können sich sicher daran erinnern, dass Sie, als Sie in Ihr erstes Fachsemester des alten Studiengangs eingestiegen sind, Einführungsveranstaltungen angeboten bekommen haben. Diese Einführungsveranstaltungen stehen Ihnen natürlich jetzt beim Studiengangwechsel oder nach vollzogenem Wechsel genauso zur Verfügung wie den Anfängerinnen und Anfängern. Auch wenn Sie in ein höheres Fachsemester eingestuft wurden, sind Sie durchaus berechtigt, an diesen Einführungsveranstaltungen teilzunehmen. Problematisch ist vielleicht ein Wechsel zum Sommersemester, da gibt es nicht so viele Einführungsveranstaltungen, im Master einzelne, aber in den Bachelorstudiengängen eher nicht. In dem Fall gilt die Devise, auch wer Einführungsveranstaltungen verpasst, muss sich an die Studienfachberatung wenden. Das heißt, die Studienfachberaterinnen und Studienfachberater in ihrem neuen Studiengang sind gern für Sie da, um Ihre einsteigenden Fragen oder Einstiegsfragen in das neue Studium zu beantworten, um den ersten Stundenplan auch wieder für das neue Studium zu gestalten, Module auszuwählen. Es kann bei Ihrem Wechsel ja durchaus sein, dass Sie bestimmte Module schon anerkannt bekommen haben und der empfohlene Studienverlaufsplan für Sie gar nicht so greifen kann, ja, weil das Studium durch den Wechsel irgendwie durcheinander gekommen ist bezüglich des empfohlenen Studienverlaufsplans auf der Internetseite und in der Studienordnung. Also in dem Fall unbedingt die Beratung aufsuchen. Und in dem Fall, wenn es um die Gestaltung fachspezifische Gestaltung Ihres neuen Studiengangs geht, muss das die Studienfachberatung tun. Da können wir Ihnen in der allgemeinen Studienberatung einfach nur allgemeine Hinweise noch geben. Ob Sie dann wirklich damit zufrieden sind, wage ich zu bezweifeln, aber suchen Sie am besten die Studienfachberatung direkt auf. Ja, aber de facto müssen Sie sich selbst darum kümmern. Die Einführungsveranstaltung, in die wird ja normalerweise, wenn man ins Studium einsteigt, durch einen netten Zettel, durch einen Aufruf oder sonst was, auch wird darauf hingewiesen. Diese Hinweise kriegen Sie nicht als interne Wechsler. Sie müssen also eigenständig dann schauen auf der Internetseite, wann sind dann nun die Einführungsveranstaltungen. Als Anfängerin waren Sie da gut informiert, aber jetzt ist es Ihre Sache, also Ihr eigenes Kümmern sozusagen, die Termine rauszusuchen und daran teilzunehmen. Ansonsten Studienfachberatung aufsuchen. Ich danke dir, Marlies. Und bevor wir jetzt tatsächlich unseren Stream schließen, gibt es eine Frage noch, die bei uns in den Chat eingestellt wurde, die ich gerne tatsächlich noch an dich weitergeben würde. Die ist ein bisschen spezifischer. Da geht es darum, ob es, wenn ich ein Fach innerhalb eines Lehramtsstudiums wechseln möchte, Besonderheiten gibt. Das Lehramtsstudium ist ja bei uns an der Universität Potsdam ein großer Bestandteil unserer universitären Ausbildung. Dementsprechend kommt es natürlich an der Universität Potsdam schon häufiger mal vor. Könntest du vielleicht abschließend und zu unserem Stream noch ganz kurz auf das Lehramtsstudium eingehen und auf die Besonderheiten? Ja, na klar. Jetzt nicht nur Lehramt, sondern überhaupt Kombinationsbachelor, würde ich mal sagen. Das betrifft dann die Zweifach-Bachelor in ähnlicher Weise. Vorab möchte ich aber sagen, ich sage das bestimmt nachher nochmal, dass aber jeder Studiengangwechsel ein ganz individueller Fall ist. Das heißt, wenn hier Fragen offen bleiben, einfach in die Beratung kommen. Sie sind dann gut vorbereitet auf alle Wechselfragen und wir brauchen nur noch das Sahnehäubchen draufzusetzen und können dann gut vorbereitet Ihren speziellen Fall bearbeiten. So, jetzt zum Lehramt oder zu diesen Kombinationsbachelorn. Möchte ich in meinem Kombinationsbachelor, das kann Lehramt sein oder Zweifach-Bachelor oder sonst was, möchte ich in diesem Kombi-Bachelor im Prinzip nur ein Studienfach wechseln. Das heißt, der Abschluss bleibt aber eigentlich derselbe.
Beispiel, ich bin im Lehramt Sekundarstufen und bleibe im Lehramt Sekundarstufen und möchte nur in meiner Fachkombination einfach austauschen, also einfach wechseln. Deutsch gefällt mir nicht mehr, ich will auf Mathe wechseln, zum Beispiel. Aber das andere Fach bleibt. Oder, anderes Beispiel, Zweifach-Bachelor. Ich habe bisher Geschichte und Germanistik miteinander kombiniert und möchte die Germanistik gern durch Religionswissenschaft ersetzen. Aber das andere Fach soll erhalten bleiben. In solchen Wechselfällen, wo der Studienabschluss erhalten bleibt, bezieht sich die ganze Wechselprozedur, die wir hier besprochen haben, einfach nur auf das eine Fach. Ich glaube, das ist die Antwort, die salomonische Antwort auf alles. Das heißt, ich brauche dann nur dieses eine Fach zu betrachten und muss schauen, auf welches Fach will ich wechseln, mir die Frage wieder stellen, ist das neue Fach, auf das ich wechseln will, völlig neu für mich oder ist es ähnlich dem alten Fach? Muss ich bei einem ähnlichen Fach also dann erst Anerkennung und Einstufung beantragen und mich einstufen lassen und kann dann schauen, auf welches Fachsemester ich wechseln darf? Oder ist es völlig neu für mich, ich muss ins erste Fachsemester, hat das erste Fachsemester dann NC oder nicht NC? Und diese ganze Litanei können wir und dann im Prinzip wieder abspulen. Das bezieht sich dann alles nur auf das eine Fach. Und auch eine Bewerbung ist dann gegebenenfalls vielleicht notwendig, wenn das Zielfach einen NC hat. Ja, ändert sich aber der Abschluss bei einem Wechsel. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, habe ich ganz oft gehabt in letzter Zeit. Jemand will vom Lehramt Sekundarstufen, beispielsweise, Lehramt Sekundarstufen, beispielsweise von der Kombination Deutsch und Geschichte, wechseln auf das Lehramt Primarstufe, Deutsch und Sachunterricht. Dann ändert sich der Abschluss. Das ist zwar auch ein Lehramt, aber es ist ein ganz anderer Abschluss. In dem Fall muss man beide Fächer anschauen. Das heißt, Deutsch, klar, habe ich vorher gehabt, habe ich später, das ist wahrscheinlich ein ähnliches Fach, also Anerkennung und Einstufung. Bei dem Wechsel von Geschichte auf Sachunterricht in meinem Beispiel ist es dann fraglich, ob man im Sachunterricht was anerkannt bekommen kann durch die Geschichte oder nicht. Kommt auf das Bezugsfach an, was man im Sachunterricht dann wählen möchte. Aber hier muss man auf jeden Fall beide Fächer betrachten. Die ganze Prozedur die wir hier besprochen haben, muss dann angewendet werden auf beide Fächer, weil sich der Abschluss ändert. Mehr möchte ich dazu jetzt hier nicht sagen. Ich glaube, das führt zu weit. Wenn Sie damit jetzt oder daraus für Sie jetzt Fragen entwickeln und die stellen möchten, können Sie das gerne bei uns in der Studienberatung tun. Liebe Marlies, herzlichen Dank für diesen ersten Aufschlag auch nochmal zu so einem kleinen Spezialfall. Und du hast natürlich recht, jeder Fachwechsel ist individuell, deshalb auch nochmal von mir das Plädoyer. Kommen Sie zu uns in die zentrale Studienberatung, schreiben Sie uns eine E-Mail, rufen Sie uns an, nutzen die Zoom-Sprechzeiten. Dort kann man dann wirklich auch diese individuellen Fragen klären. So, und zum Abschluss unseres Streams, wir haben jetzt 50 Minuten fertig, hole ich nochmal Edda Korinth nach vorne aus der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. Herzlichen Dank, Edda, dass du heute dabei warst und uns mit deiner Expertise zur Verfügung standst. Auch dir, Marlies, herzlichen Dank, dass du deine Expertise heute den Studierenden zur Verfügung gestellt hast. Und Magdalena, vielen Dank, dass du den Chat betreut hast. Ich habe jetzt noch einige Informationen. Erstens nochmal die Info, weitere Fragen am besten an die zentrale Studienberatung richten, per Mail, per Zoom oder per Telefon, unbedingt machen. Unser nächster Study-Stream wird am 18. Mai stattfinden zum Thema Eine Uni für alle, Studium inklusiv. Dort wird mein Kollege Robert Meile, der Beauftragte für Studierende mit Behinderung, und sein Team und Gäste dabei sein. Also auch ein sehr, sehr spannendes Thema am 18. Mai 2022, auch wieder um 15 Uhr aller Voraussicht nach. Und dann möchte ich zu guter Letzt noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Und zwar macht meine Kollegin Marlies Reschke, die Sie ja heute hier schon in diesem Stream kennenlernen durften, macht am 25. April um 16 Uhr im Audimax eine Veranstaltung zum Fachwechsel. Also, wenn Sie dann jetzt noch weitere offene Fragen haben, dann haben Sie sehr, sehr viele Möglichkeiten, diese Fragen zu stellen. Entweder, wie schon gesagt, über die zentrale Studienberatung oder Sie kommen am 25. April nochmal ins Audimax und hören sich die Veranstaltung von Frau Reschke dort an.
Ja, dann darf ich mich bei Ihnen nur bedanken, dass Sie heute an dem Stream teilgenommen haben, bei diesem wunderbaren Wetter, dass Sie tatsächlich mit uns die letzte Stunde verbracht haben. Nochmal eine Entschuldigung, dass es am Anfang vielleicht technische kleine Probleme gab, aber ich hoffe, das hat dann irgendwann funktioniert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und einen sonnigen Mittwoch und bis zum nächsten Study Stream am 18.05. Tschüss. Tschüss.